Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einem richtig coolen Thema und zwar Anekdoten aus Chenyu. Die Vorstellungsseite zu den neuen Gebieten in Liyue von Version 4.4 können wir uns heute ein bisschen angucken, vor Release. Und dafür gibt es eine extra Vorstellungsseite, die auch richtig schön designt ist, also sieht richtig cool aus. Und hier wird uns eben das Chenyu-Tal schon mal näher gebracht. Begleitet von einer sanften Brise zieht erneut das reiche Aroma des Tees über die Bergebenen von Liyue. Wir haben das Chenyu-Tal, oberes Tal, den südlichen Berg und Berg Laijin in Chenyu. Und im oberen Tal wurde bereits ein Teleportationspunkt für uns freigeschaltet. Dann muss ich sagen, die Häuser hier sehen richtig geil aus. Wenn die warme Frühlingsbrise erneut die Berge und Täler Chenyus umschmeichelt und der Duft des Tees einen sanften Tanz. Xiaoying. Und dann haben wir noch den Yilong Pier, Yilongma Kappa. Folgt man dem Bishui-Fluss flussaufwärts, erblickt man den florierenden Handelshafen, der neben einem riesigen Wasserfall errichtet wurde. Oh, hoppla, hier geht's auch noch weiter. Und der Duft des Tees einen sanften Tanz mit den seelisch duftenden Blütenblättern verführt, dann weht es wieder durch die beschaulichen Gassen und Straßen. Sorry, das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber ja, sieht richtig cool aus. Also beides, der Hafen und das Dorf, sehen richtig, richtig cool aus. Vor allem das mit dem Wasserfall ist mega nice. Also da bin ich auf jeden Fall schon hyped drauf. Ich finde Liyue meine persönliche Lieblingsregion. Also passt, finde ich richtig gut. Und ist auch mal ein bisschen was Neues. Ja, Liyue hat ja städtemäßig, klar, sie haben ein Dorf und eine Stadt im Endeffekt, aber eigentlich ziemlich wenig. Ich glaube, Fontaine und Inazuma sind da vor allem ein bisschen besser aufgestellt. Wobei Sumeru eigentlich auch. Und deswegen finde ich es cool, dass sie auch nochmal neue Regionen bekommen, wo auch ein bisschen Leben durch NPCs eingehaucht wird. Dann haben wir den Jademund. Das Weinen der Quelle plätschert durch die Täler. Ein Schrein zeigt sich an den nordöstlichen Ufern, ein anderer versteckt sich zwischen den südwestlichen Felsen. Sonne und Erde voneinander getrennt, der ewige Strudel, der sich nie dreht. Schöne Jade darin versteckt. Und der Hof von Lingshu. Der einst verehrte Adept ist längst fort und das Einzige, was von ihm hier geblieben ist, sind die unzähligen, leeren Arzneikästchen. Also auch das sieht beides richtig cool aus, weil man da jetzt leider noch nicht so viel von sieht, aber wird bestimmt auch richtig geil. Dann haben wir eine neue Erkundungsmechanik sozusagen. Und zwar die Nutzung der Kraft der Adepten. Zu Beginn deiner Reise erhältst du die Adeptenkraft, um das Chenyu-Tal zu erkunden. Dort gibt es dann diese gemächlichen Adeptenstatuen. Oh, großartiger Adept, einen Moment bitte, ich habe ein paar Tipps und Tricks, die dir helfen werden, das Chenyu-Tal zu erkunden, also höre mir zu. Die federleichte Adeptenstatue. Wenn du dich der Adeptenstatue näherst, wird dein Körper leicht, sodass du mit einem einzigen Sprung an hochgelegene Orte gelangen kannst, die normalerweise nicht erreichbar sind. Ganz ehrlich, da würde ich mir wünschen, dass sie das vielleicht überall in Liyue so ein bisschen platzieren, weil es gibt schon ein paar Stellen in Liyue, wo man sehr viel klettern muss. Wenn man zum Beispiel jetzt nicht gerade von der richtigen Seite kommt, also sagen wir jetzt mal bei einem Berg oder so, oder keine Lust hat, einen Teleportationspunkt extra zu benutzen. Das wäre schon cool, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Egal, Sprung der goldenen Karpfen, wundersame Wassertropfen, die in der Luft schweben. Verwende die Adeptenkraft, um mit ihr zu interagieren und dich vorübergehend in einen goldenen Karpfen zu verwandeln, um die Gegend frei zu erkunden. Also es sieht ein bisschen so aus wie das in Liyue, wie das in Sumeru, wo man sich quasi hochschwingen kann. Hat so ein ähnliches Prinzip im Endeffekt und soll uns wahrscheinlich die Erkundung einfach verleichtern. Dann haben wir die verärgerte Adeptenstatue, eine Adeptenstatue mit wütendem Blick. Ihr Ursprung ist fragwürdig. Verwende die Adeptenkraft, um Wassertropfen mit Adeptenkraft abzuschießen, die es den Adepten ermöglichen, sich in die gewählte Richtung zu bewegen. Also es gibt dann verschiedene von diesen Statuen quasi. 1000 Jahre Geschichte. Diese Ruinen sind schon seit Jahrtausenden verfallen. Die Adeptenkraft scheint in der Lage zu sein, sie bis zu einem gewissen Grad zu reparieren. Auch das ist ziemlich cool. Dann haben wir noch die gemächliche Adeptenstatue. Außerdem gibt es im Chenyu-Tal viele einzigartige Anomalien. Sei bitte vorsichtig. Anomalie Miasma. Seit der Vorzeit ist in den Bergen und Flüssen des Chenyu-Tals eine als Miasma bekannte Anomalie verbreitet. Tiere und Monster, die ihm ausgesetzt sind, werden noch gewalttätiger. Versuche den Anführer der Monster zu besiegen, bevor du der Spur zur Quelle des Miasmas in der Gegend folgst und sie mit der Adeptenkraft reinigst. Also dafür brauchen wir dann die Statue. Und das erinnert so ein bisschen an die Verwelkung, würde ich sagen. Auch aus Sumeru. Jetzt nicht unbedingt komplett neue Sachen, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus mit diesem Leuchten über dem Kopf der Gegner. Leuchten des treibenden Lotus. Verwende die Adeptenkraft, um die an den Flüssen verstreuten Lotuslampen anzuzünden, die in der Nähe
des Lotuslampen befinden, in der Nähe der Lotuslampen befinden sich häufig Lotuslaternen in unterschiedlicher Anzahl. Auch das sieht sehr nice aus. Räuchergefäß aus Jade. Verwende die Adeptenkraft, um mit den Jadekesseln, die in den Bergen verstreut sind, in Resonanz zu treten. Wenn du mit Hilfe der darin befindlichen Adeptenkraft die Räucherschale entzündest, könnte etwas Wundersames geschehen. Vermutlich eine Truhe, oder? Wäre wohl das Naheliegendste. Und ja, das sind so die neuen Erkundungsmechaniken eben. Richtig coole Sachen dabei, auch sehr viel Neues dabei, wenn man bedenkt, dass ja Liyue ein sehr altes Gebiet ist. Aber sie bauen da jetzt tatsächlich einige neue Sachen mit rein, wo man dann auch wieder trotzdem, naja, Neues erlebt, was man so noch nicht kennt. Verschiedenes über Chenyu. Der Rotschnabelpelikan. Diese Vögel sind begnadet im Fangen von Fischen. Fischer an Orten wie Zhaoying zähmen diese Vögel mit scharfem Blick, damit sie ihnen beim Fischfang helfen. Flauschfeldziege. Wie der Name schon sagt, ist das warme, weiche Fell der Flauschfeldziege ein hervorragendes Material, das zum Stricken von Kleidung verwendet wird, während der milde Geschmack der Schafsmilch sie zu einem beliebten und schmackhaften Getränk macht. Jadeschildkröte. Eine übermäßige Anreicherung von Gesteinselementen, die sich auf ihrem Panzer absetzen, kann zu Juckreiz führen. Sollte sich jemand finden lassen, der so freundlich ist, sie zu säubern und die Jade zu entfernen, würde sich die sonst so ruhige Jadeschildkröte sicher freuen. Adepten-Tee aus Chenyu. Ein Tee, der in den warmen und feuchten Gefilden des Chenyu-Tals gedeiht. Nach tausenden von Jahren sorgfältiger Auswahl und Kultivierung besitzt dieser Tee heute ein langanhaltendes und reichhaltiges Aroma, das man auch noch mehrere Straßen entfernt wahrnehmen kann. Da haben wir Chenyu-Aufguss, mundender Tee voller Mond, Tee geräuchertes Täubchen, Jade gemusterte Tee-Eier. Also alle Gerichte aus Chenyu haben irgendwas mit Tee zu tun. Atemberaubende Landschaften und eine Vielfalt an Köstlichkeiten sind die Schätze von Taiwan. Alle Empfehlungen der kulinarischen Höhepunkte am Yedong Pier findest du in Werts Reiseführer. Wert Junior, Beraterin für Markenbildung. Und zu guter Letzt haben wir noch Teil 4, die lauernde Gefahr im Wald, Juanwen-Bestie. Dieses als Juanwen-Bestie bekannte wilde Tier, das sich in den Wäldern und Bergen des Chenyu-Tals niedergelassen hat, sticht besonders aufgrund seiner Färbung und Musterung ins Auge. Und dann haben wir die ausgestiegene Suani, eine elegante und stolze göttliche Bestie, die nur dort in den tiefsten Gebirgen haust, wo auch die Adeptenkraft verweilt. Sie gilt bereits seit Urzeiten als Symbol des Glücks und dass sie es bevorzugt, in Abgeschiedenheit zu leben, weit weg von den Problemen der Welt, ist seit jeher etwas, das Schriftsteller und Künstler an ihr zu schätzen wissen. Die ausgestiegene Suani kann im Kampf gleichzeitig Hydro- und Anemo-Kraft verwenden. Friere sie ein, wenn sie die Hydro-Adeptenkraft sammelt, zerschlage dann das Eis mit Elementarreaktionen wie Eisbrecher oder Schmelzen, um sie kurzzeitig zu lähmen. Verwende Angriffe eines Elements, das mit der Anemo-Kraft reagieren kann, wenn sie die Anemo-Adeptenkraft sammelt, um ebenfalls einen Vorteil zu erzielen. Das heißt, im Endeffekt besiegt sie sich selbst durch Elementarreaktionen, die nur durch sie möglich gemacht werden, sozusagen. Klingt tatsächlich ziemlich simpel. Bin schon gespannt auf jeden Fall. Und ja, das war so erstmal alles über das neue Chenyu-Gebiet. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde Liyue einfach eine tolle Region. Ich freue mich vor allem auch auf die Musik. Über die wurde jetzt hier noch gar nichts gesagt. Aber gut, ist natürlich auch schwieriger zu zeigen vielleicht. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr auch. Ich sage bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.